York im Frühling. Nach dem tödlichen Corona-Jahr erwacht in der Millionenmetropole wieder das Leben. Doch wenn Jennifer Murphy durch ihre Nachbarschaft in Brooklyn spaziert, kommen die Bilder aus der ersten Pandemiewelle alle wieder hoch. New York marking its deadliest day in the COVID-19 pandemic. This morning, the death toll in New York State is nearing 1,000. New York remains the hardest hit state. The only sound in the city was the sound of sirens, mainly ambulance sirens, non-stop, day and night. So it was horrific. It was a nightmare, and we were scared. Patients were scared. Family members were frantic because they couldn't go with us on the ambulance to the hospital. So it was truly a nightmare. Jennifer Murphy ist hauptberuflich Ermittlerin in Versicherungsfragen. Aber seit einigen Jahren arbeitet die 45-Jährige zweimal wöchentlich als Rettungssanitäterin in New York. Ehrenamtlich, also ohne Bezahlung. Sie schob selbst dann weiter Schichten, als die Pandemie ausbrach. Im Frühjahr 2020 war New York ein Hotspot der Pandemie. In keiner anderen Stadt auf der Welt starben mehr Menschen an Covid-19 als hier, teilweise bis zu 1000 am Tag. It was the suffering of the patients and not being able to relieve it. I mean, typically on an ambulance, if you arrive at someone's house and you take them to the hospital, that's the job. It's very short-term care, but you feel that you've left them in better hands. And the pandemic reversed that. And it made us feel as if, well, I'm taking them to the hospital and now they might be even worse off than they were when I found them. Die Bilder aus den überfüllten Krankenhäusern gingen um die ganze Welt. Every bed is full. Every patient is getting multiple medications. Some are getting An vorderster Front Sanitäter, Ärztinnen und Pflegepersonal, teilweise nur mangelhaft mit Schutzkleidung ausgestattet, täglich mit dem Tod konfrontiert. Murphy begann nach jeder Schicht Tagebuch zu führen. Sie spürte, wie sehr es ihr dabei half, ihre Eindrücke zu verarbeiten. Daraus ist nun ein Buch entstanden. This was the worst part of the virus I'd experienced by far. Standing with this man in the throes of loss, being the one to strain him even further, taking away his father, the person he'd broken his back to protect. That was the thing about being a first responder during COVID. We had to break the families' hearts, go into their homes and brutalize them by removing their loved ones. I think it helped me to organize it and to structure it and to be able to feel like everything I'm seeing, it's going to be helpful to someone else. But you have to re-experience it. So you have to ride on the ambulance and go through the experience as an EMT. And then if you want the reader to truly feel what it felt like, you have to, with your imagination, go through it again. And so I think on the one hand, the book saved my life because it really gave me this place to tell the story. And on the other hand, the stories were so toxic that I cried while I wrote most nights, you know. Murphy fand einen Weg, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Anderen gelang das nicht. Dr. Lorna Breen was a top emergency room physician. Her family now says she has taken her own life. Today, a tragedy of a different magnitude. Die 49-jährige Lorna Breen, eine erfahrene Oberärztin einer Notaufnahme in Manhattan, beging im April 2020 Suizid. Die Nachricht von ihrem Tod sorgte für Bestürzung und war landesweit Thema. But it was the grueling work, her father says, that took a grave toll. Lorna Breens Tod traf ihre Angehörigen völlig unvorbereitet. Lorna was very driven and always wanted to be a physician and worked her whole life with that in mind. When she was not working, she was snowboarding or going on an excursion to see a new land or visiting with her 8 nieces and nephews. She was a really full of life and always, trying to make the most of all of her moments.
Mitte März infizierte sich Breen selbst mit dem Coronavirus. Als sie nach 2 Wochen genesen zur Arbeit zurückkehrte, hatte sich die Situation im Krankenhaus dramatisch verschlechtert. She was overwhelmed by so much death and dying, so many patients dying in the waiting room, just waiting to be seen, lines of ambulances outside, that it overwhelmed her to a point that she couldn't handle it. Außerdem hatte Breen Angst davor, sich professionelle Hilfe zu suchen. Denn in vielen US-Bundesstaaten müssen Ärzte ihrem Arbeitgeber Auskunft darüber erstatten. She became incredibly concerned about the impact on her career of getting any formal mental health treatment at all. She expressed concern that she would lose her job, that she would lose her license to practice medicine, and lose her professional reputation and the respect of her peers for getting help. Stress, Überarbeitung und große Verantwortung. Damit kämpfen Angestellte im Gesundheitswesen immer wieder. Im Schnitt begehen in den USA 400 Ärztinnen und Ärzte jedes Jahr Suizid. Und während der Corona-Pandemie ist die Arbeitsbelastung noch gestiegen. Laut einer Studie des Mount Sinai-Krankenhauses in New York litten im Frühjahr 2020 40% der Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte in der Stadt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, Depressionen oder Angstzuständen. Lorna Breens Angehörige setzen sich nun dafür ein, dass mehr für die psychische Gesundheit dieser Berufsgruppe getan wird. Mit einer Stiftung kämpfen sie für mehr Angebote zur Burnout- und Suizidprävention im Gesundheitswesen. So our focus is to reduce the burnout and increase their job satisfaction. We envision a day when seeking help, mental health help, is viewed as a strength, not a weakness. In Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten und Abgeordneten ist daraus ein überparteilicher Gesetzentwurf entstanden, der bald im Kongress verabschiedet werden soll. You know, we can never bring her back, but from the moment we started this work, it was never about Lorna. It was always about the others. And Lorna was always about taking care of her colleagues. And so we feel like this is an extension of her work. Jennifer Murphy auf dem Weg zu ihrem Lieblingscafé. Sie ist erleichtert, dass mit den Impfungen das Leben auf die Straßen zurückkehrt. Doch die vergangenen 15 Monate haben Spuren hinterlassen. Völlig unbeschwert wie andere New Yorker könne sie nicht weitermachen. I feel that COVID is complicated because people can't really see the damage because they weren't allowed to come to the hospital. They didn't see necessarily the refrigerator trucks that we saw. They didn't see the body bags that we saw. They didn't see the suffocated patients. But once you see that, it's very hard to see a group gathered together again and feel good about it. Thank you. Thank you guys. See you later. Yep, got it. Murphy will mit ihrem Buch bekannt machen, wie viel Sanitäter und Sanitäterinnen in der Corona-Krise geleistet haben. Und sich dafür einsetzen, dass sie angemessener bezahlt werden. Zurzeit verdienen sie knapp $30.000 im Jahr. Genauso viel wie Angestellte bei der Müllabfuhr.